Und hallo zurück zur Aufgabe der Zerstörung zu entgehen. Mal wieder. Ja, diesmal ist dieser Weg blockiert, wie es aussieht. Und hier ist frei. Aber jetzt geht's hier lang. Okay. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn hier nichts kommt. Die Magnum haut schon gut rein. Next stop, saving Emma. Genau, next stop, saving Emma, wenn ich es richtig verstanden habe. Batterien habe ich schon wieder nicht mehr. Oh Gott. Der ist ein wenig groß geraten, der Bursche. Aha. 2 Leuchtkugeln und dann noch ein bisschen Feuer aus kleineren Kalibern. Macht ihn platt. Da ist noch einer. Der schmeißt mit Granaten immer. Ja, der. Die Maschinenpistole haben wir natürlich schon längst freigeschaltet. Sie lebt doch. Ich komme gleich. Ich komme gleich, aber ich muss hier erstmal... Nee, du gehst weg, mein Freund. Wir sind denn hier noch? Ich brauchte dringend Batterien, wie man weiß. Deswegen musste ich mich erst zu diesem Kästchen hier durchschlagen. Und ich würde gerne warten, bevor ich zu Emma gehe, bis sich das wieder aufgefüllt hat und ich kann so lange Radio hören. Das machen wir doch mal. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Arts Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Okay, Alice wird im Autokino
irgendwie sich betätigen oder etwas von ihrer Kunst zeigen. Und die Kuratorin, die wir schon kennengelernt haben, die im besessenen Zustand etwas mannstoll auf uns wirkte. Gibt es das Wort heute noch? Ich kenne das noch. Sie ist mannstoll. Jedenfalls war sie sehr hinter Alan her. Wollte mit ihm schlimme Dinge tun, die nicht erlaubt sind. Schon gar nicht für verheiratete Ehemänner, die ihrer Frau auch treu ergeben sind. Also die beiden offensichtlich planen, dass da ein Kunstwerk ausgestellt wird von Alice, die uns leider für tot hält. So, ich weiß nicht, ob wir nachher noch dazu kommen, wenn wir mit Emma gesprochen haben. Deswegen gehe ich jetzt hier rüber zum Fernseher. Und da liegt auch eine Seite. Moment, erstmal holen wir die und dann schauen wir ein bisschen Fernsehen. Emma und Mr. Scratch. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. So wirkt Mr. Scratch auf Frauen. Im Gegensatz zu unserem braven Alan Wake, der immerhin aber in dieser Produktion nicht mehr sein Jackett mit Ärmelschrunern trägt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, hier sehe ich noch ein Manuskript. Kultfernsehserie Night Springs. Da wüssten wir ja wirklich mehr gern drüber. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story. This story. Aha. Also wäre nicht ganz verkehrt gewesen, wenn wir das schon gleich zu Anfang des Spiels vielleicht erfahren hätten. Aber ich nehme mal an, die Seite war da noch nicht zu finden, denn wir haben ja immer uns gewissenhaft umgeschaut. Also dieses ganze Gerede von Master of the Light und entsprechende Gegenspieler in der Dunkelheit. Da ist Alan der Autor, der eine alte Geschichte von sich selber, die er für Night Springs geschrieben hat, umgearbeitet hat, um sie natürlich Realität werden zu lassen. Da blinkt auch noch irgendwas. Soll da jetzt zwar nicht hin, aber wenn da was blinkt, aber es ist eine Munition, glaube ich. Das ist der Eingang ins Bergwerk, wo ich schon mal mit den Spinnen Bekanntschaft gemacht habe. Das muss ich jetzt nicht haben. Stattdessen schauen wir mal, was der TV hier für uns bereithält. Wahrscheinlich bloß wieder Mr. Scratch. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. Yeah.
Okay, ich weiß nicht, ob das Shitty Little Town, von dem er gesprochen hat, ob das Bright Falls war und der Sheriff, die Sheriffin, mit der Barry ein Date hatte oder mehrere, ob das Sheriff Weaver war, wie hieß sie mit Vornamen? Sarah? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Weaver auf jeden Fall. Ne, Cynthia Weaver war das. Und die Sheriffin wie hieß sie denn? Ich habe den Namen vergessen, aber ich komme irgendwann wieder drauf. Nur jetzt gerade nicht. Ich habe sie auch vor Augen. Und es sah eher so aus, als sei Barry auch an Rose interessiert. Aber Rose wiederum war ja hin und weg von Alan Wake und niemandem sonst. Ich glaube nicht, dass etwas von dem Glanz abgestrahlt hat auf Barry. Okay, wir gehen jedenfalls zu Emma. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Emma retten, indem sie sich um den Sicherungskasten kümmern. Okay, aber erstmal weiter Dialog führen. Sie sehen jetzt ruhiger aus. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Beim Sheriff bin ich mir inzwischen sicher, ziemlich sicher, sie hieß mit Vornamen Sarah. Aber wie hieß sie mit Nachnamen? Nein, den Druckluftnagler wollen wir nicht. Und ich muss zum Sicherungskasten, damit bei Emma hier nicht die Lichter ausgehen. Und der ist in meinem Rücken irgendwo. Wo denn? Hier drin doch wohl nicht mehr. Auf der anderen Seite von diesem Gebäude. Ist alles geladen. Leider nur ein Schuss in der Leuchtpistole. Hoffentlich wird es hier nicht so haarig, dass ich davon mehr brauche. Aber 4 Blendgranaten. So, da ist ein Sicherungskasten. War der schon immer da? Oh, toll. Kommt her, Jungs. Geht doch nichts über einen ordentlichen Magnum. Das Ding hätte mir schon viel früher mal über den Weg laufen sollen. Ist das Kästchen inzwischen wieder aufgefüllt? Das Magische. Ja, also. Bekomme ich gleich meine verschlossene Munition zurück. Und dann reparieren wir mal. Umschalten. Zu Emma zurückkehren. Emma, jetzt bist du sicher. Sollen wir nicht den Kasten vielleicht noch vorher zumachen? Aber ne, wir sind unordentlich. Okay. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner,
I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now, I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Das haben wir ja schon öfter gesagt, bisher hat es nie geholfen. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. So, ich muss wieder durch die Zimmer im Motel. Und ich werde wieder die Reihenfolge 1, 3, 2 einhalten, weil im zweiten Zimmer die Leiche ist. Die möchte ich als letztes zu Gesicht bekommen. Vorher in allen anderen Zimmern mal mich umschauen. Ein Schuss für die Leuchtpistole ist mir sehr willkommen. Aber sonst ist hier nach wie vor nichts. Die Türen sind auch nach wie vor verschlossen. Ja. Gemütliche Stehlampe von der Oma. Ein begehbarer Kleiderschrank, in dem aber nichts weiter liegt. Das war's in diesem Zimmer. Hoppla. Das Fragezeichen, das ich jetzt aber wirklich gesehen habe. Weiß nicht, worauf sich das bezog. Da ist noch irgendwo Munition. Und nee, da ein weiter da irgendwo. Hier zeigt sich noch ein Fragezeichen auf der Minimap manchmal. Ach, da oben auf dem Tisch. Okay, gehen wir da mal hin. Eine Seite. Der Riese ist das Monstrum, dem wir schon ein paar Mal begegnet sind. Der größte der Taken. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before. But encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Na, zum Glück. Slow-minded. Dann kommt noch ein schönes Wort. Das wollte ich mir gerade einbringen, jetzt habe ich es vergessen. Ich muss mir später nochmal angucken. Sowas kann man immer brauchen. Wo geht's denn da eigentlich runter? Das ist ein Pool, aus dem das Wasser gerade abgelassen ist, glaube ich. Tja, okay. Autos, die uns nichts nützen. Jetzt gehen wir durch die Zimmer. Das hier wäre Zimmer 2.
Und in Zimmer 3, wie es aussieht, liegt auch noch eine Seite. Fragezeichen ist jedenfalls in der Minimap zu erkennen. Kann ich nicht hier aufschließen? Wo kann ich das denn aufschließen? Moment. Plus ist hier, ne, ist nicht diese Waffenkiste. Was ist das Plus? Plus ist der Save Point. So, Save, Kontrollpunkt erreicht. Schön. Hier ist Zimmer Nummer 3. Da gibt es diesmal eine Blendgranate. Aber keine weitere Seite. Okay. Hier ist sonst nichts. Glaube ich. Wenn ich hier vorbeilaufe, hier sehe ich doch noch ein Fragezeichen. Hier liegt doch irgendwo dann noch eine Seite. Das bleibt doch nicht konstant. Ah, das geht immer an und wieder aus. Ich bin sicher, auf die Art und Weise habe ich schon ein paar Seiten verpasst. Aber wir nehmen jetzt mit, was ich halt finde. Die Old Gods im Studio. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Und so wurde Barry der Produzent der Old Gods of Asgard. Weil unter dem Einfluss ihrer Musik fällt plötzlich ihr ganzes Alter und ihre ganze Demenz von ihnen ab. So, wieder mal Kontrollpunkt erreicht. Aber eigentlich will ich jetzt noch ins dritte Zimmer zur Leiche. Die da nach wie vor liegt. Wir haben Mr. Scratch ja auf verschiedene Art Leute töten sehen, aber nicht so, wie die Emma es gerade beschrieben hat, dass er ihn mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen hat. Wir haben ihn Leute erwürgen sehen und wir haben ihn Kehlen durchschneiden sehen und lauter so Sachen mehr. Wer weiß, ob das immer dieselben waren. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Okay, wir fahren wieder irgendwo hin. Ich nehme an, zur Sternwarte. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Bald werden wir haben, was wir brauchen, um unserer dunklen Seite gegenüberzutreten und sie zu besiegen, wenn es denn unsere dunkle Seite ist. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Ich weiß nicht, ob ich so viel Glück habe. Das muss ich zeigen. Aber vielen Dank, die Frau denkt mit. Wenn ich wüsste, wo ich genau hin muss. Aber leider weiß ich es nicht. Ich werde mich doch durchkämpfen müssen. Hier irgendwo halb links. Wieder hier rein. Ah, aber da kommen schon meine Gevattern hier, die... Für die ist die Magnum genau richtig.
So. Der ist ein bisschen größer hier. Ist aber nicht das Gabelstapler-Monstrum, das schon mal beschrieben wurde. War ich hier eigentlich schon mal drin? Weil hier ist ja auch so einiges. Zum Beispiel ein Radio. Und zum Beispiel ein bisschen Munition. Nein. Geh weg. Ey. Ich will hier drin wenigstens meine Ruhe haben, Jungs. Leuchtpistolenmunition kann ich nehmen. Ich will bei dem Jagdgewehr bleiben, aber ich möchte auch noch die Schublade öffnen. Mehr Munition kann ich nicht nehmen. Bin voll aufmunitioniert. Von dem Magnum kann ich es nehmen. So. Der Kalender hat keine Jahreszahl. Wir wissen leider nicht, in welchem Jahr genau wir hier angesiedelt sind. Aber jetzt haben wir mal Radio. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Okay, wir haben ein bisschen mehr Hintergrund bekommen. Es scheint ja nicht so, dass sich Mr. Scratch irgendwie an Alice rangemacht hätte. Ist ja vielleicht auch noch in dieser Welt hier mit uns gefangen? Kann der auch noch nicht in die Welt, in der wir eigentlich zu Hause sind und in der er uns doch eigentlich ersetzen wollte? Das ist noch eines der für mich ungelösten Rätsel, dem wir vielleicht auf die Spur kommen, wenn wir hier in der nächsten Folge gleich weiterspielen. Bis dahin. Ciao, ciao.